Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Es ist kaum zu glauben, dass fast schon März ist. Die Zeit vergeht so schnell. Im Februar hatte ich bereits ein bisschen angefangen mit Collagen zu arbeiten. Das werde ich jetzt noch ein bisschen weiterführen. Ich benutze Packpapier, einfaches Druckerpapier und Seidenpapier. Auch dieses Mal habe ich mir wieder meine Sticker zurechtgelegt. Es macht mir richtig Spaß, das Design so zu gestalten, dass die Sticker auch gut dazu passen. Für das Titelblatt habe ich mir 2 Sprüche ausgesucht, die ich aufschreibe und einklebe. Be loud about the things that are important to you. Vielleicht kennt ihr das ja. Als introvertierter und harmoniebedürftiger Mensch fällt es mir manchmal schwer, laut zu äußern, was mir wichtig ist. Ich halte mich erstmal lieber zurück und äußere meine Meinung eher nur dann, wenn ich auch danach gefragt werde. Leider habe ich oft genug festgestellt, dass das in unserer Welt nicht immer gut ist und man dann gerne übergangen wird. Über Introversion, Hochsensibilität und Extraversion habe ich auch schon einen Artikel auf meinem Blog verfasst. Der andere Spruch lautet: The two most powerful barriers are patience and time. Obwohl ich geduldig mit anderen Menschen bin, bin ich das selten mit mir selbst. Das soll eine kleine Erinnerung sein, dass ich nicht alles sofort können und schaffen muss. Der übrige Platz wird noch mit einem Kalender und ein paar schnellen Zeichnungen gefüllt. Als Deko benutze ich noch ein paar Washi-Tapes und wie ihr später noch sehen werdet, meine Sticker, die ihr auch in meinem Etsy-Shop findet. Wie immer ist alles, was ich benutze, in der Infobox verlinkt. Auf der nächsten Seite kommen wieder die Monatsziele, die Termine und meine Bücherliste. Auch diese Seite wird wieder dekoriert. Leider hatte ich keine Papiere mit Mustern zur Hand, deshalb habe ich es mir einfach selber gezeichnet. Unter dem Muster habe ich dann ein rosa Seidenpapier geklebt und ein paar Striche als Deko gezeichnet. Mein Bullet Journal ist eigentlich immer ziemlich ähnlich aufgebaut. Ich denke, wenn man ein Design gefunden hat, was einem gefällt und mit dem man gut arbeiten kann, ist es eigentlich auch gar nicht verwerflich, immer dasselbe zu benutzen. Hier und da teste ich zwar neue Designs aus, versuche aber vom Aufbau her so einfach wie möglich zu bleiben. Ich mag gerne eine gewisse Übersicht über die Wochen und deshalb habe ich auch diesmal wieder 2 Wochen auf einer Doppelseite zusammengefasst. Die Wochen werden durch einen Terminkalender getrennt. Das ist eine sogenannte Dutch Door, in dem ich entweder Termine eintragen kann oder zum Beispiel etwas tracken kann. Ich habe mir beispielsweise jetzt wieder vorgenommen, jeden Tag Yoga zu machen. Sowas kann man da sehr gut eintragen.
Hier habe ich wieder mit Aquarell und verschiedenen Papieren gearbeitet. Wie ihr seht, muss es nicht immer eine komplexe Aquarellillustration sein. Man kann Aquarell auch sehr gut dazu benutzen, einfach ein bisschen Farbe in das Design zu bringen. Wie ihr seht, achte ich auch darauf, nicht zu ausgefallen zu werden, beziehungsweise nicht zu bunt. Deshalb benutze ich vor allem Packpapier in einem bräunlichen Ton, weißes Papier, rosa Seidenpapier und natürlich entsprechende Aquarellfarben. Da ich mal wieder mit Aquarell arbeite, brauche ich natürlich auch wieder einen wasserfesten Stift, um über dem Design oder darunter zu schreiben und dann später mit Aquarell darüber zu gehen. Den Stift benutze ich dann auch noch dazu, um hier und da noch ein bisschen Deko einzuzeichnen. Ein paar Linien, Striche, was einem so einfällt. Außerdem lettere ich damit die Wochentage. Hier und da benutze ich dann auch noch meine Sticker, um ein bisschen Abwechslung in das Design zu bringen. Ich mag es total gerne, dass man aus einem einfachen Design noch etwas Außergewöhnliches machen kann, indem man einfach unterschiedliche Schriftarten benutzt.
Auf der letzten Seite führe ich wieder meine Dankbarkeitsliste fort und nehme mir auch wieder ein bisschen Platz für meine Social-Media-Planung. Jetzt nochmal eine schnelle Übersicht über das Monatsdesign. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren.